Mediterran und knusprig mit einer klassischen Füllung aus Spargel und Schinken. Leute, ich kann euch sagen, die Familie wird ausflippen. Und für unseren Hefeteig brösel ich mir schon mal mein Hefe in der warmes Wasser. Ne? Als nächstes kommt ein bisschen Honig mit dazu. So, auch unterrühren. Ne? Und dann habe ich noch ein bisschen Olivenöl. Das kommt auch noch mit rein. Und hier habe ich noch ein bisschen grobes Salz in meinem Bubenschüssel. Ne? Und das kommt zusammen mit meinem Hefegemisch ins Mehl. Und mit ein bisschen mehr Gas wird jetzt so ein richtig toller Hefeteig. Und das ist ja auch ein bisschen ein Backteig, ne? Und das ist auch gut so, der muss nämlich so sein. Und damit wir den später schön aus der Schüssel lösen können, tun wir ein bisschen streicheln mit Olivenöl. Und dann tun wir ihn abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen. Wenn unser Teig geht, bereiten wir uns schon mal die Füllung vor. Wenn du Probleme beim Sprechen hast. Fluff. Und dafür schneide ich mir den Spargel hier immer schön von hinten nach vorne. Ne? Gewaschen haben wir natürlich auch. Und den tun wir jetzt nämlich blanchieren in ein bisschen Wasser. Das habe ich hinten schon mal heiß gemacht. Da gebe ich immer ein bisschen Butter rein und noch ein bisschen Zucker, so wie man es halt auch macht beim Spargelkochen. Ne? Und dann, das wird was Herrliches, kann ich euch sagen. Eine Füllung hier doch. Und weil das ja so eine ganz tolle mediterrane Leckerei wird, habe ich hier auch ein paar mediterrane Kräuter, so ein bisschen Thymian, Salbei, Rosmarin. Und das tun wir uns ein bisschen klein hacken für unsere Kräuterbutter zum Bestreichen. Ne? Die großen Stiele, die tun wir natürlich aussortieren, weil die bleiben sonst im Hals stecken. Ne? Und dahinter kocht schon mal Wasser. Da tun wir jetzt den Spargel rein und tun in ca. 7 Minuten blanchieren. Für die Kräuterbutter müssen wir uns die erstmal in der Mikrowelle ein bisschen auflösen. Und jetzt kommen noch ein bisschen Kräuterchen rein, umrühre und fertig. Und wisst ihr, was ich mit dem Rest mache? Das tue ich in so kleinen Schüssele. Da kann man es nämlich aufheben und trocknen lassen. Kann man es auch verwenden. Der Spargel ist fertig, den lasse ich jetzt in das Sieb einfach noch ein bisschen abtropfen. Und was machen wir mit dem Spargelwasser? Ein leckeres Süppchen. So, schau mal hier, der Teig ist schon gegangen, ne? Der ist richtig schön fluffig hier unten. Gucke mal, einmalig kann ich euch sagen. Und den müssen wir jetzt ein bisschen ausrollen, damit der nicht babbt. Tun wir uns hier auf die Arbeitsfläche einfach so ein bisschen Mehl streuen. Und dann drauf das gute Stück hier. Tun wir uns erstmal ein bisschen in Form ziehen, ne? Und oben drüber dann auch noch ein bisschen Mehl, sonst babbt uns nämlich das Nudelholz fest. Rolle, Rolle, Rolle. Das wird eine tolle Rolle, sag ich euch. Schau mal, wie doll der sich verarbeiten lässt. Und da haben wir den jetzt so ein bisschen oval nach oben ausgerollt. Ne? Und jetzt kommt auch schon unsere Kräuterbutter. Da tun wir jetzt ordentlich mit einstreichen. Und für so richtig gute Spargel mit Schinken braucht man natürlich auch eine Sauce Hollandaise Creme. Und dafür habe ich hier ein bisschen Mascarpone. Da gebe ich ein bisschen Sauce Hollandaise rein. Ne? Und das tun wir jetzt so richtig schön miteinander vermischen. Mensch, jetzt habe ich das Backpapier vergessen, Mensch. Das hätte jetzt drunter müsst. Jetzt muss ich gucken, wie ich das Backpapier da drunter fummel. Wenn du mal wieder vergessen hast, das Backpapier unter den Teig zu legen. Super, das wird doch nicht mehr jetzt hier. Das versaut das Ding. Eine Stunde später mit einem neuen Teig und Backpapier darunter. Und jetzt tun wir das gute Stück schon Fülle und Falde. So lässt man jetzt noch mal eine halbe Stunde ruhen. Und jetzt schau mal, wie schön der hier aufgeploppt ist. Einmalig kann ich euch sagen, was für ein Ding ist hier. Und den setzt man jetzt um auf so ein Gitterrost. Das hat unten auch Löcher drin, ne? Dann wird das nämlich auch von unten schön knusprig. Das verlinke ich euch natürlich alles auch unten, ne? Und da habe ich jetzt ein bisschen Milch und Eigelb drin und damit tun wir jetzt bestreichen. Mensch, das ist so richtig schönes Teigtaschel und da kann man alles ganz nach Herzenslust reinfüllen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr da reintun würdet. Vielleicht eure Lieblingspizza oder was Süßes. Da bin ich echt gespannt, was ihr damit anstellen würdet. Aber ich finde ja die Kombination klassisch und mediterran total genial. Und jetzt geht er dann ab in den vorgeheizten Ofen.
Mensch, ist der fluffig und knusprig außen und das duftet so gut nach Kräutern, einfach herrlich. Ciao, macht's